Heute will ich hoch hinaus, und zwar mit einem Ultraleichtgewicht. In dem heutigen Video mache ich ein knackiges Unboxing der DJI Mavic Mini und zeige euch im Anschluss ein paar Luftaufnahmen meiner ersten Flugstunden. Das alles nach einem kurzen Intro. Bis gleich. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Falls du neu hier bist, mein Name ist Jens, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier gibt es jede Menge Technikvideos, unter anderem im Bereich der Videografie und Fotografie. So, da haben wir die Drohne, die Mavic Mini von DJI in der Fly More Combo Edition. Also mit einer Menge Zubehör, wie man hier sieht. Und das Ganze, oder die Drohne an sich mit dem Akku, wiegt genau 249 Gramm. Die maximale Flugzeit pro Akku liegt bei 30 Minuten, allerdings unter Laborbedingungen bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 14 km/h. Realistisch sind Akkulaufzeiten von bis zu 25 Minuten, was aber in meinen Augen vollkommen okay ist. Kleiner Disclaimer am Rande, das ist kein gesponsertes Video. Die hier vorgestellten Produkte habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Ich möchte lediglich meine persönliche Meinung über diese Produkte mit euch teilen. So, was haben wir da Schönes? Da haben wir einmal die schicke Transporttasche für die Drohne aus 100% Polyester. Dann hätten wir einmal eine Box, das Symbol für die Prop Cages. Also für die Propellerprotektoren. Dann haben wir einmal die Akkus, 3 Stück an der Zahl. Dann eine Box für das Ladegerät, für den Ladestecker. Dann die Betriebsanleitung und die Disclaimer-Karten. Packen wir kurz mal die Prop Cages aus. Okay. Ja, 2 Stück, also für beide Seiten natürlich. Mit diesen Käfigen kann man auf beiden Seiten der Drohne die 4 Antriebspropeller effektiv gegen Kollisionen schützen. Dieses ist aber nur für den Indoor-Flug geeignet, da man außerhalb das Gesamtgewicht der Drohne von 250 Gramm überschreiten würde und man laut der EU-Drohnenverordnung in eine andere Kategorie eingestuft werden müsste. Hier haben wir die leistungsstarken Akkus, 3 Stück an der Zahl. Hier haben wir ein bisschen Lektüre, Bedienungsanleitung, Schnellinstallation und Sicherheitshinweise. Ein paar Disclaimer in verschiedenen Sprachen. Das ist die Box für den Akkustecker. Das Kabel wird separat in irgendeiner Box hier noch versteckt sein. Ja, hier steckt man halt den normalen USB-Stecker dann rein. Am anderen Ende befindet sich dann der Micro-USB-Stecker, der dann in die Drohne beziehungsweise auch in die Fernbedienung reinkommt. Ja, eine schicke Transporttasche mit dem DJI-Logo, mit dem Mavic, also mit der Mavic-Serie vermerkt. Das Ganze ist aus 100%igem Polyester. So, das erste Päckchen, was haben wir hier drin? Das sieht so aus. Genau, das ist die intelligente Ladestation, wo wir alle 3 Akkus auf einmal laden können. Beziehungsweise wir können es auch als Powerbank nutzen, da es einen USB-A-Ausgang besitzt. Hey, listen! Wenn ihr in Zukunft keinen Techniksalat wie diesen mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen. Hier haben wir 3 verschiedene Verbindungskabeln für die Fernbedienung. Auf der einen Seite jeweils Micro-USB für die Fernbedienung,
Auf der anderen Seite für das jeweilige Handy einmal USB-C, Micro-USB und einmal Lightning für Apple. Dann haben wir ja einmal standardmäßig das USB-A auf Micro-USB-Kabel. So, das Ganze haben wir in zweifacher Ausführung, damit man einmal die Fernbedienung laden kann und einmal die Ladestation bzw. die Drohne an sich, wenn sich ein Akku drin befindet. Hier haben wir einen Kreuzschraubendreher für die Installation von Ersatzpropeller, falls sich mal einer verabschiedet. So, in diesem Päckchen haben wir nun die Fernbedienung. Klein und kompakt. Power-Button auf der rechten Seite, dann die Fototaste, einmal die Videoaufnahmetaste und das Rädchen für die Steuerung des Gimbals, ein Micro-USB-Eingang für das Kabel, was zum Smartphone geht. Diese beiden Bügel kann man nach außen drücken, je nachdem was für ein Smartphone-Modell man hat, kann man die Größe anpassen. Das sind die beiden Antennen. Unten drunter befinden sich die beiden Steuersticks, die man oberhalb auf die Steuerelemente draufschraubt. Einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. So, da wäre das Ganze komplett. Fehlt nur noch das Smartphone, was man dann mit dem passenden Kabel an die Fernbedienung anschließt. Was haben wir hier Schönes? Die Ersatzrotorenblätter. Falls sich mal einer verabschiedet, haben wir jeweils immer 4 Stück in einem Paket mit den passenden Schrauben dazu. Dann haben wir hier nochmal 2 Ersatzsteuersticks. Genau, falls man die mal verliert. So, hier ist es nun, das Ultra-Leichtgewicht DJI Mavic Mini, die kleinste Drohne von DJI. Hier ist die Schutzkappe für das Gimbal. Überall Belüftungsschächte, Schlitze. Hier lösen wir erstmal die Transportsicherung für die Rotorblätter hinten oder beziehungsweise die oberen, vorderen. Hier auf der Unterseite nochmal für die hinteren. Und hier haben wir auch nochmal eine Transportsicherung für die Kunststoffkappe für das Gimbal. Hinten für den Akkudeckel. Ja, hier wird dann später der Akku eingesetzt. 25 Minuten Flugzeug. Das ist schon eine gute Leistung. So, klappen wir nun auf beiden Seiten die vorderen Rotorblätter nach vorne. Dann kommen die unteren an die Reihe. Die werden dann nach hinten geklappt, nicht umgekehrt. So. Jetzt sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Sieht schon nach Drohne aus. Jetzt kommt die Schutzkappe noch ab, damit sich das Gimbal auch frei bewegen kann. Das ist auch wichtig, dass man das vor dem Einschalten macht, damit sich das Gimbal dann auch vernünftig kalibrieren kann, weil ansonsten bleibt es am Kunststoffgehäuse bzw. an der Schutzkappe hängen. Hier hätten wir einmal die Flugkontrollleuchte, 2 Distanzsensoren, die einen konstant auf mindestens 1,20 Meter vom Boden halten, wenn man jetzt nicht gerade im Landeanflug ist. Dann haben wir hier einmal den Powerknopf, nebenan 4 LEDs für die Statusanzeige des Akkus. Ja, das ist die Mavic Mini von DJI, eine Drohne für jeden Tag, wie ich finde, weil sie ist ultra leicht, sie ist kompakt, sie passt in jede Jackentasche, wenn man jetzt nicht unbedingt den Transportkoffer mit sich schleppt. Ja, und wie versprochen, hier noch ein paar Aufnahmen meiner ersten Flugstunden mit dieser wunderbaren Drohne. Ich wünsche euch viel Spaß.
find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. Pretending that nothing has changed. Time is my only escape. I know that I lost you that night. I know that you've already left me. Anger won't bother me now. There's no one to blame for your love. In the sweet despair, a broken heart's lying down. I won't hurry, dear. I'm breathing as long as you're around. Hey, das war's für heute auch schon wieder. Hast du irgendwelche Fragen, Anregungen oder Kritik? Bitte schreib's mir unten in die Kommentare. Es würde mir sehr weiterhelfen. Ich würde mich auch sehr freuen. Vielleicht kann ich dir sogar auch weiterhelfen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinschauen und wir sehen uns, hoffe ich, nächste Woche zu einem neuen Technikvideo auf meinem Kanal. Euer Jens. Ciao.